Auf Basis des aktuellen Moonwatch-Kalibers mit Koaxialhemmung lanciert Omega die neueste Version der Speedmaster Dark Side of the Moon, Apollo 8. Feine Details und ein neues Uhrwerk machen den Unterschied zu früheren Generationen. Wir haben uns die Keramikuhr genauer angeschaut. Seit 2018, zum 50. Jubiläum der Apollo 8 Mission der NASA, ist die Speedmaster Dark Side of the Moon Teil der Kollektion von Omega. Wie bei Apollo 11, der berühmten Mondlandemission, trugen auch die Astronauten von Apollo 8 jeweils eine Speedmaster am Handgelenk. Apollo 8 war die erste bemannte Mission zum Mond. Die 3 Astronauten William Anders, Frank Borman und James Lovell wurden am 21. Dezember 1968 auf die 7-tägige Reise zum Mond und wieder zurückgeschickt. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Apollo 8, you're looking good. Roger. Diese Originalaufnahmen der NASA zeigen den Start der Saturn V Rakete, die sich bei der neuen Speedmaster Dark Side of the Moon auch auf dem Zifferblatt wiederfindet. Der Zeiger für die kleine Sekunde ist eine Miniaturversion der brachialen Rakete. Der besondere Zeiger wird in einem aufwendigen Laserdrehverfahren aus Titan gefertigt. Weißer Lack, Ablation und Laserschwärzen sorgen für feine Details. Es handelt sich um eine der Neuerungen bei der aktuellen Version, die Omega übrigens zum Patent angemeldet hat. Ziel von Apollo 8 war es unter anderem, den Mond zu umrunden, Aufnahmen zu machen und potenzielle Landeplätze für folgende Missionen aufzuklären. Die Rückseite des Mondes ist von der Erde nie zu sehen, da Rotation und Orbit des Erdtrabanten dies verhindern. Deswegen hat sich die Bezeichnung dunkle Seite des Monds eingebürgert. Und daher kommt auch der Name der Keramik Speedmaster. Wie ihre Vorgänger ist auch das aktuelle Modell ganz in Schwarz gehalten. Das Gehäuse mit 44,25 mm Durchmesser und die Lünette bestehen aus Keramik, wobei letztere mit einer weißen Tachymeterskala versehen ist, die mit Grand Feu Emaille ausgelegt wurde. Farbtupfer bringen neben der Speedmaster-Aufschrift auch die gelben Zeiger für die Stoppsekunden, Minuten und Stunden ins Spiel. Wie die Oberfläche in der Realität und aus nächster Nähe, also von 60 Meilen bzw. 97 Kilometern aussieht, beschrieb Jim Lovell relativ nüchtern. What does the old moon look like from 60 miles, over? Okay, Houston. The moon is essentially gray. No color. Looks like plaster of Paris. Or sort of a grayish beach sand. Durch das teilskelettierte Zifferblatt aus schwarz eloxiertem Aluminium und lasergravierten grauen Details der Mondoberfläche zeigt sich ein Teil des neuen Handaufzugskalibers 3869. Die Vorderseite bietet ein bekanntes Bild, denn dort zeigt sich das Relief der uns bekannten, also der Erde zugewandten Seite des Mondes. Eines der Ziele von Apollo 8 jedoch war es ja, den Mond zu umrunden und dadurch auch die Rückseite des Mondes zu erkunden. Da sich dabei der Erdtrabant zwischen der Raumfähre und der Erde befinden würde, war den Astronauten klar, dass sie auf der fernen Seite des Mondes von jeglichem Kontakt mit der Bodenkontrolle abgeschnitten werden würden. Kurz vorher sagte Pilot Jim Lovell noch die Worte "We will see you on the other side". Roger, same turn, guys. Thanks a lot, Chris. We'll see you on the other side. Das Zitat finden wir auf der Rückseite der Speedmaster Dark Side of the Moon. Es ist dort eingraviert. Nach der richtigen Stelle in den Original-Audio-Logs von Apollo 8 musste ich eine ganze Weile suchen. Abonniert jetzt unseren Kanal und verpasst auch in Zukunft keine Videos von uns. Auch die Platinen auf der Rückseite der Uhr sind entsprechend der Oberfläche des Mondes verziert.
Während zifferblattseitig die Vorderseite des Mondes zu sehen ist, bildet die Rückseite entsprechend die ferne Seite des Himmelskörpers ab, die übrigens nur fälschlicherweise als dunkle Seite des Mondes bezeichnet wird. In Wirklichkeit wird sie je nach Position natürlich ebenso von der Sonne erhellt. Entsprechend des Kalibers 1869 der letzten Speedmaster Dark Side of the Moon, welches eine skelettierte Version des Speedmaster Professional Kalibers 1861 war, basiert auch das Werk der neuen Version auf dem aktuellen Speedmaster Kaliber 3861. Damit zieht die Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 technisch mit dem Werk der Moonwatch gleich und verfügt nun ebenfalls über eine Koaxialhemmung mit Siliziumkomponenten und einer Zertifizierung als Master-Chronometer der METAS. Der Unterschied zum Moonwatch-Uhrwerk besteht auch beim neuen und antimagnetischen Kaliber 3869 in der Skelettierung und Verzierung. Die neue Version dieser Speedmaster wird am schwarzen Kautschukband mit gelber Kontrastnaht ausgeliefert und ist mit ihren 44,25 mm nichts für jedes Handgelenk. Auch der Preis ist mit 15.500 € leider stark gegenüber der letzten Version gestiegen, die noch im letzten Jahr für 11.400 € zu haben war. Zuvor hat auch die Speedmaster Professional Moonwatch nach dem Wechsel von Kaliber 1861 bzw. 1863 zum Koaxialkaliber 3861, also dem Basiswerk der Darkside, eine deftige Preiserhöhung hingelegt. Anscheinend kann Omega das Potenzial des Raumfahrtthemas voll ausschöpfen. Apollo 8 übrigens war ein Erfolg für die US-Weltraumbehörde NASA und Grundstein für die nachfolgenden Mondlandemissionen. Die gesamte Flugzeit erstreckte sich über 7 Flugtage, vom 21. bis zum 27. Dezember 1968, wo die Besatzung sicher im Pazifik landete. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.